Kurz nachgefragt. Wir leben in bewegten und bewegenden Zeiten. Die Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen, aber die Corona-Krise birgt auch große Chancen. Eine dieser Chancen findet gerade hier quasi an diesem Tisch statt. Bei Fair Talk TV wollen wir Menschen ein Format, ein Forum bieten, die eine andere Meinung haben, die Dinge anders sehen in der Corona-Krise, die aktiv sind, die eine Vision haben für die Zukunft. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Heiko Schöning. Hallo Heiko, ich grüße dich. Wir kennen uns nämlich schon seit vielen Jahren und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben beim Du, weil alles andere wäre Quatsch. Du bist Arzt, du kommst aus Hamburg und du hast in der Corona-Krise eine Organisation ins Leben gerufen, die nennt sich Ärzte für Aufklärung. Kannst du mal den Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was genau das ist und was eure Ziele sind? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, in der Tat. Ich habe mit ein paar Kollegen die Ärzte für Aufklärung gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile rund 500 Ärzten und Ärztinnen und etwa 1000 Unterstützer noch zusätzlich aus allen Heilberufen, aber viele andere eben auch dazu. Und das ist erst eigentlich ein paar Wochen alt und hat schon einen solchen Erfolg. Und es geht natürlich um die Thematik hauptsächlich Corona. Aber wie kann es sein, dass wir jetzt so einen Verein benötigen, der sich damit beschäftigt? Werden wir nicht gut informiert? In der Tat, wir werden nicht gut informiert. Ich sage ja auch immer, wir haben Leitmedien, sie leiten, aber ja, uns geht es so und auch, ich denke, sehr vielen anderen in der Bundesrepublik ebenfalls, dass sie eher verleitet werden und dass sie keine ausgewogenen Informationen bekommen. Es wird ja auch meistens nur ein ärztlicher Kollege in den Leitmedien gezeigt. Also wir sprechen jetzt von Professor Drosten oder Wieler vom RKI. Genau, ja. Herr Wieler ist ja Tierarzt, der Herr Drosten ist Humanarzt und Virologe dazu. Es gibt aber vieles noch zu sagen drumherum und viele Informationen auch zu geben. Und deswegen freuen wir uns auch halt über den Zuspruch, den wir haben. Wir haben eine Website eingerichtet, ärztefürAufklärung.de. Haben dort Interviews eingestellt, auch andere Informationen noch gegeben, die wir sozusagen in Einzelberichten dort geben. Und ja, wir sind auch mit den Menschen zusammen eben auch teilweise auf der Straße und sind eingeladen zu Reden und Vorträgen. Nun kenne ich dich ja schon ein paar Jahre, du investierst da sehr viel Zeit rein. Warum? Ja, warum ist relativ einfach. Also es ist eigentlich Verantwortungsgefühl. Nicht? Hauptsächlich, ich bin Vater, ja, ich habe 2 schulpflichtige Kinder. Das ist ein großer Punkt. Ich bin Arzt, damit, ich sage so, jedem Menschen zum Wohl verpflichtet. Und eben auch das, was der Ärzteeid ausdrückt, ist da ein ganz großer Punkt. Den haben wir auch auf der Internetseite bei uns. Ärzte für Aufklärung, auch nochmal in einer aktualisierten Form, der Ärzteeid. Das ist sozusagen die Motivation. Wie konnte es jetzt aus deiner Sicht so weit kommen, dass wir an diesem Punkt stehen, so nehme ich das nämlich auch wahr, dass da auch wirklich eine große Spaltung durch die Mediziner und Medizinerinnen in Deutschland geht, was das Thema Corona betrifft? Ja, ich würde gar nicht von Spaltung da sprechen, sondern es ist halt, sind unterschiedliche Informationsstände und insbesondere auch, wer sich aus welchen Quellen halt informiert. Und es ist immer gut, halt auch beides zu haben. Einmal sozusagen der Staatsfunk, das öffentlich-rechtliche dabei und aber auch halt alternative Medien, die halt auch Menschen zu Wort kommen lassen, die sonst ja nicht zu Wort kommen. Und da haben wir einfach eine große Chance, auch über das Internet, dass wir jetzt halt senden können, dass halt auch Menschen zuschauen können und sich eben auch informieren, weil das, was sie täglich ja auch erleben und sich fragen, was passiert eigentlich in unserem Land? Und da stellen ja auch richtige Schicksale dahinter. Also Angehörige fragen sich, warum kann ich meine Eltern im Altersheim nicht besuchen? Warum werden
notwendige Operationen verschoben. Warum kommen Menschen zu Schaden? Und insbesondere, warum wird es nicht halt besprochen und diskutiert? Was hat aus deiner Sicht die Bundesregierung richtig gemacht? Was hat sie falsch gemacht? Ja, ich glaube, das, was sie richtig gemacht hat, das stellt sie in ausreichender Form halt selbst dar. Was sie halt nicht richtig gemacht hat, offensichtlich, das sagt halt ihr eigenes Ministerium, ihre eigenen Mitarbeiter. Und da gibt es ein internes Gutachten aus dem Bundesinnenministerium von einem Stab, der extra halt so für Krisenvorsorge, Risikovorsorge da ist. Dieses Referat hat sich dort hingesetzt und ja, da hat eine Person dort auch halt ein Gutachten geschrieben, zusammen mit der Beratung mit vielen Experten zusammen. Also keine Einzelmeinung, sondern da ist vieles zusammengekommen. Und im Originaltext, der auch auf unserer Webseite im Original auch abrufbar ist, downloadbar, steht dort, im März und April 2020 sind 90% der notwendigen Operationen nicht durchgeführt oder verschoben worden. 90% der notwendigen Operationen. Und dort steht auch wörtlich, infolge der Regierungsmaßnahmen sind etwa 2,5 Millionen Menschen nicht richtig versorgt worden. Und nach Expertenmeinung wird dies unter 5.000 bis 125.000 Patienten das Leben kosten. Also da steht halt drin, bis zu 125.000 Patienten in Deutschland sind schon verstorben oder werden noch jetzt an diesen Maßnahmen versterben. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sind die Maßnahmen aus deiner Sicht das viel größere Übel? Ja, in der Tat. Und das deckt sich auch mit dem Aufruf, den wir ja als Ärzte für Aufklärung da initial reingestellt haben. Wir Ärzte für Aufklärung kritisieren die Maßnahmen im Zuge von Covid-19 als überzogen. Wir fordern transparente Daten, bevor man restriktive Maßnahmen macht und nicht hinterher. Also kurz gesagt, erst die Beweise, dann die Maßnahmen, nicht umgedreht. Aber muss man als Gesundheitsminister oder Bundeskanzlerin nicht reagieren, wenn so eine Welle auf einen zurollt? Kann man wirklich so lange warten, bis man diese Daten hat? Corona hätte ja auch Ebola sein können. Das wissen wir zumindest, dass es das nicht ist. Ja, natürlich, klar. Es hätte so sein können, nicht? Deswegen muss man sich da ganz nüchtern eben die Daten anschauen. Und es wird ja sozusagen die Kampagnen, die wir dort haben, in den Medien, aber auch genauso in der Politik, letztendlich ist es ja dort so eingeschätzt worden, als hätten wir quasi ein Killer-Virus, als hätten wir die Pest, als hätten wir jetzt etwas Neues, einen neuen Krankheitserreger, der jetzt ganz vielen Menschen zusätzlich das Leben kostet. Aber Herr Drosten hat im Spiegel-Interview gesagt, dass auf die Frage, ob durch die Politik, so wie sie vollzogen wurde, Menschenleben gerettet worden seien, hat er gesagt, ja, bis zu 100.000 Menschen. Tja, das ist eben nicht der Fall. Und wenn man sich ganz trocken die Zahlen anschaut, und das kann ich noch nur jedem verantwortlichen Menschen in der Bundesrepublik auch sagen, schauen Sie sich doch einfach mal die Zahlen an. Haben wir denn so ein Killer-Virus? Haben wir die Pest? Haben wir eine Übersterblichkeit? Also sterben mehr Menschen? Und dann hat jetzt aktuell das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden hat die Sterbezahlen rausgebracht für 2020. Also von Januar bis einschließlich April. Ja, haben wir dort die Zahlen. Und die haben auch gleich die letzten 5 Jahre mitgeliefert. Und da sehen wir, kumuliert, also zusammengefasst, von Januar bis einschließlich April sterben in Deutschland leider, das ist natürlich immer sehr tragisch, 320.000 bis 360.000 Menschen. So, das ist der Bereich der letzten 5 Jahre. Und jetzt muss man sich fragen, gut, und 2020, ist das jetzt sozusagen denn der Ruhewert mit 360.000? Ist da was passiert? Mussten wir da irgendwas machen? Und da sehen wir, nein.
Die Zahl für 2020 ist 335.000. Wir liegen also direkt in der Mitte. Ganz einfach, ganz klar, wir sehen kein Killer-Virus, wir sehen keine erhöhte Gefahr. Und diese Maßnahmen, die wir haben, persönlich, wirtschaftlich, psychologisch auch, gerade die Kinder, ganz, ganz besonders eben auch die Kinder, das ist absolut unverhältnismäßig und das kritisieren wir. Wie kannst du dir das als Arzt erklären? Ohne dass wir in die Verschwörungstheorien abgleiten. Das passiert ja heutzutage sehr schnell. Ja, also ich versuche da ganz nüchtern einfach die Zahlen zu nennen. Nicht? Also nochmal, in den Monaten Januar bis einschließlich April sterben 320 bis 360.000 Menschen. Und wir haben jetzt 335.000. Wir sind einfach im ganz normalen Mittel. Deswegen kann ich mir das medizinisch nicht erklären. Auch mit anderen Sachen kann ich es mir ebenfalls nicht erklären. Denn wenn man sagt, ja, das ist ja wegen der Maßnahmen, dann sieht man auch ganz klar, die Zahlen der halt Erkrankung und der Infektion ging schon absolut zurück, bevor dieser Lockdown gewesen ist. Ja? Das ist einfach halt Fakt. Insofern, nein, ich kann es mir medizinisch überhaupt nicht erklären. Und das ist auch ein Grund, warum so viele Ärzte sich ja auch heraustrauen, gegen die öffentliche Meinung auch zu sprechen, was sehr, sehr schwierig ist bei diesem öffentlichen Druck. Aber wir haben rund 500 Ärzte und täglich kommen etwa 50 Ärzte und Unterstützer dazu, die sich auch trauen, teilweise sogar auf die Straße gehen, Bücher schreiben auch, Artikel schreiben und einfach diese Fakten darlegen. Und das ist eine gute Nachricht. Wir brauchen nicht mehr Angst zu haben als die letzten Jahre. Wir haben das ja hier bei Fairtalk TV auch versucht, Ärzte, Ärztinnen einzuladen. Wir haben auch Herrn Drosten eingeladen, wir haben Herrn Kekulé eingeladen, wir haben Herrn Streeck eingeladen. Wir haben versucht sozusagen, da einen Kontakt aufzubauen und zu sagen, lasst uns miteinander reden. Wir haben aber nur Absagen bekommen bis jetzt. Und wir wünschen uns sehr, dass sich das in Zukunft ändert, weil ich glaube, nur über das Gespräch und über das Verständnis werden wir überhaupt in Zukunft zu einer besseren und nicht zu einer schlechteren Gesellschaft. Absolut, ja. Und das finde ich einfach gut, dass eine Gelegenheit da ist, einfach mal die Leute aussprechen zu lassen, auch mal zuzuhören. Nicht? Das muss man auch im Ärztlichen halt ebenfalls machen. Die Leute ernst nehmen, sie aussprechen lassen und auch verstehen, was dort ist. Und ich hatte es ja vorhin genannt. Wir haben also rund 100.000 Sterbefälle, ja, die jetzt drohen, allein nur wegen der nicht gemachten notwendigen Operationen. Und deswegen habt ihr AKU gegründet. Das ist ein außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss. Ja, genau. Das klingt erstmal total verrückt. Ja. Was ist das? Und wie soll das funktionieren? Es ist nur ganz logisch. Ganz viele Menschen, auch in den Medien, haben ja auch halt schon gesagt, was wir jetzt brauchen, ist ein Untersuchungsausschuss. Da müsste sich eigentlich das Parlament schon längst hingesetzt haben. Der Gesundheitsausschuss, ja, oder eine Initiative der Oppositionsparteien, wenn es sie dann tatsächlich geben würde, ja. Und auch natürlich so viele Abgeordnete aus den Regierungsparteien, dass sie sagen, so, diese Sache, die ja unser Land, unsere Menschen so sehr betrifft, dass wir dort das genau mal untersuchen. Und das ist nicht passiert. Und das ist noch nicht mal halt in Planung. Also, kurz gesagt, sind wir Bürger selber aufgefordert, wenn diese staatlichen Stellen, auch das Parlament im Grunde genommen versagt, ja, die Menschen leiden, wenn jetzt 100.000 Sterbefälle drohen, ja, das muss man sich vorstellen, infolge der Regierungsmaßnahmen. Und das wird nicht untersucht. Also, wenn es kein anderer macht, muss man es selber machen. Woher nimmst du da dein Engagement? Also deinen Mut, muss ich fast sagen, weil das ist ja schon was, wo man auch mit kräftig Gegenwind rechnen muss, oder? Ja, das ist auch der Fall gewesen. Auch halt, als ich im letzten September ja mit dem
ersten Interview auch rausgekommen bin, wo am 11. September 2019, wo ich ja diese Strukturen... Das Interview war am 11. September ja, 2019. Genau, ja, richtig. Das ist dort ausgestrahlt worden. Also sozusagen noch davor, wo ich ja schon diese Strukturen, die ja schon in Vorbereitung waren, mal ausgelegt habe. Da kann ich jeden nur einladen, sich das nochmal anzuschauen. Verantwortungsgefühl. Ja? Ich möchte ja selber für meine Familie, aber auch für meine Patienten das nicht. Ja, und ganz nebenbei, ganz ehrlich, ich empfinde das selber nicht als mutig, ja? Sondern das kann im Prinzip jeder. Und es kommt vielleicht noch hinzu, ich bin ja noch Reserveoffizier der Bundeswehr. Das ist lange her, aber trotzdem habe ich ja auch mal dort geschworen, tapfer die Menschen und die Bundesrepublik zu verteidigen. Das kann ich auch jetzt nur allen Offizieren zum Beispiel der Bundeswehr auch sagen und auch allen Beamten. Ja? Einfach jetzt tapfer zu sein und die Wahrheit auszusprechen, denn es ist, wie es ist. Und da muss man einfach dann, ja, jetzt ist es an der Zeit halt, die Sachen darzulegen. Und Gegenwind, gut, den gibt's halt. Aber es geht ja nicht um meine Person, sondern einfach um die Fakten. Wie kann man euch unterstützen? Ja, wir haben eine Website, Ärzte für Aufklärung.de. Genau, die haben wir dort. Da ist jetzt auch halt ein Spendenkonto ganz neu mal eingerichtet worden. Denn es geht jetzt wirklich darum, diesen Akku, den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss, diesen Akku, ACU, wirklich professionell durchzuführen, sachlich durchzuführen und auch rasch durchzuführen. Denn die Menschen leiden jetzt. Es kommen immer mehr schreckliche Fälle dazu. Wir sehen das auch in den E-Mails, in den Zuschriften, die wir Ich glaube, ihr bekommt jeden Tag, hast du mir im Vorgespräch erzählt, 300 E-Mails. Ja, das ist korrekt. Angehörige, Ärzte verzweifelt und die sagen auch, warum wird nicht drüber gesprochen? Hier sterben uns Leute, das sind schlimme Schicksale und deswegen kann ich die Zahlen, die aus diesem internen Gutachten vom Bundesinnenministerium herausgekommen sind, ja, also diese rund 100.000 Sterbefälle, nur aufgrund der verschobenen Operation. Bis zu 100.000. Ja, bis zu. Die kann ich auch nur da bestätigen und auch unsere Kollegen, die ja auch halt diese E-Mails auch lesen und versuchen zu beantworten. Das ist einfach jetzt notwendig, das wirklich professionell aufzuarbeiten mit Sachverständigen. Heiko, ich danke dir für dieses erste Gespräch. Wir werden regelmäßig in Kontakt treten, um zu hören, was aus Akku geworden ist. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Alle Informationen zur Sendung findet ihr unter fairtalk.tv und bis ganz bald an dieser Stelle. Dankeschön, Heiko. Tschüss. Kurz nachgefragt.